Wissen Sie, manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr. Da mache ich mir alle Mühe, mache im Sommer Filme, dokumentiere hier, was so passiert. Ich mache Reportagen über verschiedene Gemüsesorten, spare mir die auf für den Winter hier, Dezember, Januar, Februar, wo nur gar nichts im Garten zu berichten ist. Und damit Sie nicht ganz so jetzt 3, 4 Monate warten müssen auf irgendwas, ich spare mir die auf. Und was ist? Ich kriege Kommentare. Wann kommen wieder aktuelle Filme? Also Leute, wie gesagt, Dezember, Januar, Februar sind nicht unbedingt die Gartenmonate. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, mach doch mal so eine Dokumentation, was so an Arbeiten im Jahr anfällt. Gut, mal sehen, ob ich das durchhalte. Ich habe Ihnen mal die Arbeiten der letzten, lass sagen, 2 Wochen hier, Ende Januar, Anfang Februar, mal so zusammengestellt, was ich so gemacht habe. Man muss sich ja so langsam rantasten an die ganze Angelegenheit. Also der Winter ist nicht meine Zeit, da sind Sie lieber an der Heizung. Ist nicht meine Zeit, aber so langsam muss man sich damit befassen, dass es bald wieder losgeht. Wir haben den allerersten Tag seit Wochen, wo die Sonne da oben wieder zu sehen ist, der Stern da oben. Wissen Sie, das gelbe Ding da oben. Seit Wochen das erste Mal, man muss sich langsam ranarbeiten. Wo wir anfangen, ist hier im Gewächshaus. Man sieht, das ist ein bisschen aufgeräumter geworden. Ein bisschen Unkraut gejätet. Damit fangen wir an. Ich zeige Ihnen, was ich hier so an Arbeiten erledigt habe. Dann gehen wir rüber zu den Tieren. Das sind nur die alltäglichen Arbeiten, aber da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Und dann gehen wir raus hinten in den Garten. Guck mal, was ich so an Schnittmaßnahmen in der letzten Zeit gemacht habe. Das ist ein graues Thema für mich, weil da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Schnittmaßnahmen, Obstbäume schneiden und Holunder schneiden und was da alles so zu tun war. Aber sagen Sie am Ende nicht, die ganze Sache wäre langweilig gewesen. Ich bin nicht schuld, dafür habe ich mir die Dinger ja aufgespart. So, viel Spaß. Also so schön so ein großes Gewächshaus hier auch ist, 55 Quadratmeter müssen rund ums Jahr bewässert werden. Was braucht man? 600 Liter pro Quadratmeter im Jahr? Vielleicht noch mehr? Also das ist eine Menge Zeug. Alle Wassertonnen sind leer, muss Leitungswasser nehmen. Feldsalat ist wie immer nicht so gewachsen, wie er soll. Und das Grüne, dieses Moos da drauf, keine Ahnung, wo das herkommt. Da ist man schon mal ein Stündchen mit beschäftigt. Oder auch 2. Und was so alles an Müll anfällt im ganzen Jahr, alles bleibt liegen, alles einsammeln. Die ganzen Steine, wo die Folien mit unten gehalten wurden, die ganzen Pflanzstäbe und dann Unkraut jäten. Die meisten Beete habe ich mit Spinat eingesät, jeweils 3 Reihen. Und die stehen natürlich viel zu dicht. Die muss man erstmal rausbasteln da. Eine sehr beruhigende Arbeit. Richtig gut zum Einstimmen auf die Gartensaison. Und so sieht er aus, wenn er fertig ist. Jeweils Abstand so 4-5 cm für jede Spinatpflanze. Ganz manierlich, was? Bei dem Spinat hat es ja noch ganz gut funktioniert. Der ist noch ziemlich zuverlässig gekeimt. Wie gesagt, Feldsalat. Muss ich mich nochmal mit befassen. Alles so die ersten Arbeiten. Den ganzen Müll und den ganzen Reste vom letzten Jahr überall im Garten aufsammeln. Steine, Platten, Folien, Stöcke. Irgendwo muss auch meine Wühlmausfalle noch sein, die muss ich irgendwo mal finden. Und dann nehmen wir natürlich direkt was mit zum Mittagessen. Das sind Rüben. Habe ich sehr spät im Jahr gepflanzt oder gesät. Aber die sind auch ordentlich geworden. Und schmecken ganz gut. Besser als die Mairübchen, die sind nämlich recht scharf. Aber die sind echt lecker hier. Bicolor heißt die Sorte. Jetzt erzählt mir niemand, man könnte das Laub essen. Mag ja sein, aber so wie das hier aussieht, nach so langer Zeit,
ist das nicht mehr essbar. So, gehen wir zu den Tieren. Der Winter ist nicht mein Ding. Ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Da ist ziemlich viel Hühnerkacke. Kann ich direkt mal erklären, was die so bei uns zu futtern kriegen. Das ist einmal Körnerfutter, so ein Misch, dann Weizen, hole ich vom Bauern, und Legemehl. Ja, das ist nicht Bio, ich weiß. Es gibt kein Biofutter, was bezahlbar ist. Und noch ein bisschen Muschelschalen. Und dann natürlich alle Abfälle, die irgendwie für Hühner verwertbar sind. Die landen auch da drin. Ja, ich weiß. Ich hätte früher sauber machen sollen. Manchmal sind da jede Menge Federn drauf. Ich habe auch ab und zu mal Blut da drauf. Aus unerfindlichen Gründen. Das ist so ein Eiskratzer. Da kann man den prima mit sauber machen. Und 1-2 Mal im Jahr werden dann die ganzen Sachen mit dem Dampfstrahler abgespritzt. Im Winter geht das ja noch, aber im Sommer stinkt das da drin grauenvoll. Das ist tatsächlich einer dabei, der zeigt, wie man Hühnerkacke in eine Dose schaufelt. Weil das alles bei YouTube gibt, was? Ja, möchten Sie mal eine Nase nehmen? Die Ecken sind abgerundet, keine Sorge, das sieht man auf dem Bild nicht, aber die Stangen sind rund. Ich habe da nicht einfach nur Dachlatten genommen. So Leutchens, Hammi Hammi. Sagen wir noch die Eier ein, machen wir uns einen Spiegelei heute Mittag zu den Rüben. Kurz nach der Mauser waren wir wieder auf 12, 13 Eier pro Tag. Jetzt sind wir wieder runter auf 3, 4, 5. Es ist schon eine Menge an Futter, was man so im Jahr verbraucht. Das ist jetzt aus einem lokalen Handel. Körnerfutter, Körner extra. Da ist Gensoja mit dabei. Wie gesagt, es gibt nichts anderes als Weizen. Aber das ist ja auch nur ein Drittel von der ganzen Angelegenheit. Weizen vom Bauern, Futterweizen. Und entsorgen. Eine Menge an Zeug, was da so im Jahr zusammenkommt. Kaninchen, Hühner. Und mir graut schon davor, das muss ich alles irgendwann umschaufeln, damit das schön nochmal Luft kriegt im Frühjahr, damit das schön verrottet. Die Kaninchen, klar, kriegen auch jeden Tag ihre Portion. Das sind so die täglichen Arbeiten. Jeden Morgen, jeden Abend, mit schöner Regelmäßigkeit. 3 Kaninchen sind übrig, 2 Weibchen, ein Männchen, und daraus geht es dann in diesem Jahr weiter. Hühnergehege. Grauenvoll. Der Teich für die Enten kann man fast täglich sauber machen. Und frisches Wasser rein. Weil ich warte darauf, dass es mal endlich mal wieder trocken ist, dass man nicht immer mit diesem Matsch an den Füßen rumrennen muss. Und durchgehalten bis hierhin? Kommt noch was. Kurz nebenbei gesagt, ich habe natürlich wieder stundenlang im Internet nach irgendwelchen exotischen Samen gesurft. Und die ersten sind eingetroffen, unter anderem. Ich zeige Ihnen mal, was in diesem Jahr so auf dem Programm steht, worauf Sie sich freuen können. Roter Meier. Schon mal von gehört? Alte Spinatpflanze. Guter Heinrich. Auch noch nie gehabt. Wird alles in diesem Jahr kommen.
ganz besonderer Test in diesem Jahr. Das sind, einen Moment, 4 verschiedene Hirsesorten. Ist ja auch essbar. Kolbenhirse, Mohrenhirse, Kolbenhirse Herbstfeuer und Rispenhirse Bernburger. Es wird interessant werden in diesem Jahr. Und ich bin noch längst nicht durch mit meinen Bestellungen. Also mir fällt mit Sicherheit noch was ein. Also kommt noch. Und ein Ding, was auch noch kommt. Wir basteln uns eine Radhacke. Ich bin diese ewige Hackerei mit dem Stiel satt. Ich habe mir hier 2 solcher Dinger bestellt hier. Also eine Radhacke, die man so vor sich herschiebt. Wie bastel ich eine Radhacke? Auch ein Thema in diesem Film. So, und jetzt gehen wir hinten, nicht in diesem Film, in diesem Jahr. Und jetzt gehen wir nach hinten zu den Obstbäumen und dem ganzen Gestrüpps. Ich kann Ihnen sagen, das ist ziemlich kalt. Da pfeift der Wind. Uah. Aber man muss ja weiterkommen. Man muss ja was tun. Mein absolutes Lieblingsthema. Schnittmaßnahmen. Bei den Johannisbeeren geht das ja noch. Das ist ja noch relativ einfach. Alte raus, 5 bis 7 stehen lassen, Junge. Das krieg selbst ich noch hin. Bei den Kamtschatka-Beeren sieht die Sache schon ganz anders aus. Das ist so ein Gewurstel von Ästen, da weiß kein Mensch, was damit zu machen ist. Das sind nicht Triebe von unten, die verzweigen sich. Ab und zu ernte ich mal eine, 2. Hier mal ein Schnitt, da mal ein Schnitt. Die gehören nach Kamtschatka und nicht ins Rheinland. Irgendjemand hat mir gesagt, man müsste die ganzen Fruchtmumien an den Obstbäumen abnehmen. Da wären die ganzen Krankheitserreger wären da drin. Und die sollten wir rausnehmen. Gut, mache ich. Wenn es was helfen soll. War kein gutes Obstjahr, das letzte. Viel verschimmelt, viel zu nass. Bienen, Wespen. So, jetzt wird schon komplizierter. Josterbeeren. Aber nur gut, die wachsen so stark, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das, was da nicht hingehört, weg damit. Goji-Beeren. Ey, gucken Sie sich das Ding mal an. Das ist noch schlimmer wie die Kamtschatka-Beeren. Das gehört nach China. Aber ich würde sagen, ich habe eine halbe Tasse Goji-Beeren im letzten Jahr geerntet. Allerdings nur an den Ranken, die da hinten so über den Zaun rüber sind und die da hinten ganz für sich alleine hingen. Der ganze Schnittzeug muss entsorgt werden, das wird klein geschnitten, kommt alles auf den Haufen als Rückzugsort für alle möglichen Nützlinge. Da habe ich einen Riesenhaufen, der wird von Jahr zu Jahr größer. Zitronenmelisse und was weiß ich, was ich noch alles abgeschnitten habe. Ich halte mich so dran. Das ist ja nur ein Ausschnitt von dem, was hier so passiert. Ja, Spargel. Hoffe ich in diesem Jahr die erste Ernte zu haben. Das alte Laub, habe ich gelesen, muss abgemacht werden, muss abgerissen werden, möglichst entsorgt werden, wegen diesem Spargelhähnchen oder was auch immer drin rumlebt. Habe ich alles an die Tiere verfüttert, an die Hühner. Da haben die was zu spielen. Ja, wir nähern uns der Gartensaison. Es geht aufwärts. Kurz noch schnell eine fast an der Erde liegende Aronia wieder sichern. Die war so stark behangen. Die war richtig bis auf die Erde gebogen. Die ziehen wir wieder nach oben.
Die Gänse sind nicht mehr da, den Steckzaun. Muss ich mir auch was anderes überlegen. Also die Gänse hat das überhaupt nicht mehr interessiert, dieser Zaun. Und der ist maßlos kompliziert. In diesem verwinkelten Gelände, was ich da habe. Ist ja nicht so, dass das einfach nur eine Wiese ist, wo man für Schafe da so einen Zaun aufstellt. Das ist ja mit Bäumen und Beeten und alles voll. Das passt nicht. Gucken wir mal nach, was die Vogelkästchen so haben. Also hier scheint kein Vogel drin gewesen zu sein. Da auch nicht. Aber ich nehme an, der hängt zu sehr an der Kante, wo die Katzen immer rumlaufen. Hier was ganz Interessantes. Das hatte ich im Sommer schon bemerkt. Da ist ein Wespennest drin gewesen. Kein Vögel, keine Vögel, Wespen. So, gehen wir mal wieder zu den Hühnern. Den Ententeich vom Eis befreien. Dieses Jahr war es ja nicht ganz so schlimm. Und da hängt noch ein Vogel. Ein Nistkasten. Und da war tatsächlich was drin. Haben wir wieder was für die Natur getan. Ich habe das ganze Hühnergehege mit Holunder bepflanzt. Fast das ganze. Eine Haselnuss steht da. Und man muss die vor den Hühnern schützen, sonst machen die nieder. Ist mir jetzt schon bei einigen Pflanzen passiert. Und da hatte ich so Draht drum gelegt. Aber jetzt sind die groß genug, jetzt müssten sie das eigentlich packen. Schneiden wir die ein bisschen zurecht. Und jetzt kommen Obstbäume. Genauso wie ich mit dem Laptop in der Küche stehe und koche, ich muss mit dem Buch zu den Obstbäumen gehen, um da irgendwas dran rumzuschnipseln. Ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass von den Apfelbäumen noch irgendeiner am Leben ist. Oder dass da noch groß was draus wird. Die Wühlmäuse werden die alle abgefressen haben, obwohl die Draht unten drunter bei der Pflanzung hatten. Habe ich ja im letzten Jahr schon gesehen. Mal ein Schnitt hier, mal ein Schnitt da. Ich habe das letztendlich so gehandhabt, ich habe die relativ stark zurückgeschnitten und dann dort, also dann so zurückgeschnitten, dass die recht luftig waren, alle Äste, die nach innen wuchsen, die Spitzen gekappt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da noch viel draus wird in diesem Jahr. Die ganzen Stützpfeiler, alle abgemodert. Also ich frage mich echt, wie die Profis das machen, wie die verhindern, dass die Stützpfeiler modern. Manchmal braucht man eine Säge. Mal immer wieder gucken, einen Schritt zurücktreten. Wo kann ich noch was abschneiden? Der stört auch noch. Und der Birnbaum, ein Riesending, gibt es auch einen Film drüber, Birnensaft pressen, alles mal zurechtschneiden, das ist alles so durcheinander gewuchert. So kann es nicht bleiben. Und da haben wir auch die Sonne wieder. Ich glaube, für die höher stehenden Äste muss ich da mal einen von der Familie mal dazu nehmen, der mir mal hilft und die Leiter festhält. So, das waren die ersten Arbeiten so, die so anfallen, ein Teil davon. Es wird nicht langweilig. Puh. Sie sind immer noch hier, haben sich das ganze Spiel hier, diesen elendlangen Film mit mir da am Wursteln angesehen. Selbst schuld. Das sind so die Arbeiten, die anfallen. Aber ich werde versuchen, so im Laufe des Jahres immer mal wieder einen Film einzuschieben, was so an Arbeiten anfällt. Wobei, man kann das ja nie so verallgemeinern. Also was bei uns hier im Rheinland vielleicht schon im März passiert, kann man in anderen Gegenden in der Eifel wahrscheinlich erst 3 oder 4 Wochen später. Also so genau kann man das nicht timen, aber ich versuche das mal so ein bisschen festzuhalten, je nachdem wie das Arbeitsvolumen anfällt, was so im Laufe des Jahres an Arbeiten anfällt. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, so als Einstimmung aufs Gartenjahr. Sie ist immer noch da.
Das ist jetzt bestimmt schon 20 Minuten. Das ist ein gutes Zeichen. Bald geht's los. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie auch. Tschüss. Karneval wirklich für den Hobby-Selbstversorger und möchte gern Landwirt zu bieten hat. Da gibt's zum Beispiel Zwiebeln. Hier. Aber keine echte. Habe ich auch schon mal gesehen, echte. Aber das ist jetzt eine aus Plastik. Hat die Welt gebraucht. Ich weiß nicht, wofür man sowas